Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Kanal, zu einem weiteren Baustellen-Update. Ich bin der Markus von Castle Media, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt bekommt ihr direkt mal einen Rückblick, denn hier haben wir gestartet am 13. Mai 2024 dieses Jahr und da hat das alles noch ein bisschen anders ausgeschaut. Jetzt ein kleiner Rückblick, das ist das, was euer letzter Stand der Dinge ist. Wie ist das Video heute aufgeteilt? Wir werden euch zum einen mal wieder ein Baustellen-Update geben, was die Woche passiert ist. Ich schmeiße euch jetzt kurz mal eine Zeitraffer rein. Es war eine wechselhafte Woche. Das Wetter, es war mal kälter, es war mal wärmer, es hat die Sonne gescheint, es hat geregnet und heute ist es so Zwischending eigentlich. Ich bin froh, dass jetzt zumindest nicht mehr regnet, aber das ist der erste Teil. Und dann habe ich ein paar Fragen reingestellt auf Instagram. Wenn ihr uns noch nicht folgt, bitteschön. Hier der Instagram-Handle. Lasst uns gern ein Abonnement da oder auch ein Like aufs Video, wenn euch das Video gefällt, würde uns sehr freuen. Da werde ich nämlich jetzt ein paar Fragen beantworten, dann anschließend, die ihr uns gestellt habt. Wieder ein paar sehr coole Dinge gekommen. Aber ich würde sagen, wir gehen hier runter zum Baustellenstart. Schaut alles mittlerweile anders aus. Hinter mir könnt ihr schon die Sonnleiten-Residenz in ihrer derzeitigen Phase, sage ich jetzt mal, sehen. Rechts hat sich super viel getan. Die Ablagefläche natürlich die ganze Zeit in Bewegung. Ihr könnt hier auch schon zwei Dinge sehen. Nämlich zwei Container, die normalerweise eben unten beim Containerdorf ihren Platz immer gefunden haben. Mittlerweile ist das hier der Mannschaftscontainer. Anfänglich ist er nicht in der Waage gestanden. Dann am Ende des Tages über die Tür nicht zugegangen, deswegen ist es jetzt doch wieder in Waage platziert, damit das alles so seine Richtigkeit hat. Und auch der Werkzeugcontainer da drüben, das ist jetzt tatsächlich alles. Das ist es. Mehr ist hier nicht mehr vor Ort. Der Rest ist mittlerweile schon auf einer anderen Baustelle, und zwar in der Hallstatt beim Mani vom letzten Video. Ihr kennt es ja. Vielen Dank an der Stelle nochmal für euer Feedback und es hat euch ja sehr gut gefallen. Freut mich natürlich. Da unten, wo jetzt natürlich die Container waren, sind mittlerweile keine mehr. Die Ständerung, die Gerüste, die Terrassierungen, wie man es dann nennen möchte, Stück für Stück ist das jetzt abgebaut worden, wird jetzt auch die kommende Woche Montag, Dienstag noch abgebaut werden. Und dann ist eigentlich die gesamte Wiesenfläche da drüben, die Bogleiten, wie es ja liebevoll genannt wird bei uns, dann alles frei und das Haus steht schon wieder viel freier da. Und hinter mir seht ihr einen der größten Fortschritte und Updates, die mittlerweile passiert sind. Ihr könnt nämlich da oben die finale Höhe der gemauerten Wand in der Mitte, fast in der Mitte vom Haus sehen. Und auch die drei Kamine, die mittlerweile das Maß erreicht haben, was sie auch wirklich haben sollen. Hinter mir seht ihr einen Stahlträger. Dieser Stahlträger wird hier oben beim First, beziehungsweise direkt unterm Dach, neben den Kaminen links ist nämlich Ausnehmung gemacht worden. Da kommt der noch hin als statische Unterstützung, also Ablagefläche. Wie das statisch genau gerechnet wird, keine Ahnung, ich sag's euch, wie es ist, aber der ist wichtig und der kommt dann drauf, wenn kommende Woche dann, ich nehme Ende der Woche, nehme ich mal an, dann die Zimmerer bezüglich dem Dachstuhl anrücken. Aber ich würde sagen, wir bewegen uns hier direkt mal rein. Der Haupteingang der Sonnleiten-Residenz. Nach wie vor jetzt im Vergleich zum letzten Mal natürlich alles deutlich ruhiger, deutlich angenehmer, aber ein bisschen feuchter, ein bisschen nasser, weil es mittlerweile geregnet hat. Ihr könnt es mittlerweile immer noch sehen, die Schalungselemente, Druckerträger, Schallplatten und sonstiges sind immer noch montiert. Die werden dann auch wahrscheinlich jetzt in der nächsten Woche dann mal wegkommen, wenn es Priorität überhaupt hat. Hier wird nämlich das Geländer hinkommen. Da wird ein schmiedeeisernes, schwarzes, relativ minimalistisches Geländer wahrscheinlich wird es werden, hier hinkommen. Dazwischen, zwischen den beiden Stiegen ist in meinem Fall
gar nicht so viel Platz. Ich schätze mal, das sind 30 cm, 35 cm. Das heißt, da ist grundsätzlich alles fast geschlossen. Ihr kennt es vielleicht aus mehreren anderen Stiegenhäusern, wo da ein großer Korridor oder das Auge des Stiegenhauses ist, wo da die Lampen runterhängen. Das wird in meinem Fall wahrscheinlich nicht passieren, weil einfach nicht genug Platz ist. Das heißt, wie wird das dann beleuchtet werden hier im Stiegenhaus? Ist natürlich alles noch in der Arbeit, im Brainstorming, aber ich bin einmal so grundsätzlich der Meinung, dass es am besten wäre, wenn hier jeweils beim Podest, das ist ja hier das Eingangspodest, wenn da 1 oder 2 Wandlampen hinkommen, das gleiche dann auch noch hier unten und dann jeweils immer wiederholend. Ich glaube, man braucht auf der Seite hier auf der Wand gar keine Lampe, denn es soll ja doch ein bisschen so einen charmanten Flair haben und nicht zu wild ausgeleuchtet sein. Vor allem, man wird ja dann da durchschauen können, das Geländer habe ich euch hier beschrieben. Das heißt, ihr seht runter zur Tür, auch hier hoch zur Tür. Das Geländer geht dann hier hoch bis zu dem Niveau und da dann auch noch rüber. Was ich da dann hinmache, auch wieder eine Frage, ist eher ästhetisches Thema wieder, wie ich zumindest finde. Wahrscheinlich dann irgendwie Bepflanzung, irgendein Deko-Element oder was auch immer. Da werden wir das vor Ort dann, glaube ich, mal entscheiden. Ihr seht es auch mittlerweile hier von der Stufe zum Niveau vom Podest ist doch ein Unterschied. Wir reden da von 25 cm, die es dann sein werden. Denn der Fußbodenaufbau, der ist natürlich noch nicht da. Der kommt dann erst ganz am Schluss, wenn die Fußbodenheizung drinnen ist, alle Schüttungen drinnen sind und dann wird der Estrich gelegt. Aber vorher wird noch der Innenputz angebracht. Beim Innenputz auch wieder ein Thema. Wann ist das alles geplant? Da kann ich nämlich jetzt schon mal eine Frage beantworten, die gekommen ist. Und zwar, wann soll denn der Hausbau fertig sein? Super Thema. Das fragen wir uns natürlich alle. Na, grundsätzlich ist es so. Der Bauzeitplan ist doch relativ sportlich, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, an und für sich ist Mitte, Ende März schon geplant, dass dann das Thema Einrichtung angegriffen wird. Das heißt, da passiert schon sehr viel in der Zwischenzeit. Wir arbeiten uns quasi jetzt Richtung Winterzeit, Richtung Weihnachten und so innen weiter. So weit ist das Ziel, dass wir den Innenputz anbringen, natürlich alle Leitungen gelegt sind, sowohl Wasser, Strom, aber auch dann der Fußboden, damit dann der Estrich hier drinnen über die Weihnachtszeit quasi austrocknen kann. Denn über die Zeit ist dann sowieso nichts mehr los auf der Baustelle und wenn da die Zeit genutzt werden kann mit Trocknen, ist es eine super Geschichte. Und alles Weitere wird sich dann im nächsten Jahr mehr oder weniger dann platzieren, wie es dann hinfällt. Aber sobald das alles erledigt ist, kann man eigentlich schon mal gut weitergehen. Was jetzt Josie angeschnitten hat, ist, er ist echt beeindruckt von der Höhe so generell. Lasst euch jetzt nicht täuschen von der Höhe. Wie gesagt, es kommt noch der Fußbodenaufbau drauf, also die 25 cm. Und ihr könnt da oben, seht ihr jeweils die Ausnehmungen. Es wird quasi der Unterbau vom Dachboden, wo man dann auch gehen kann. Und da ist eine rote Linie von der Schlagschnur gesetzt worden. Da seht ihr dann auch, wo die Decke ihren Platz findet. Das bedeutet, das wird dann auch hier tatsächlich die Höhe. Das wird nicht höher als wie zum Beispiel im ersten Untergeschoss. Das wird hier abgetrennt, damit es nicht ins Verlorene hochgeht. Ist mir wichtig, ich habe es schon öfter angeschnitten, der Korridor ist 1,20 Meter, glaube ich, ist er breit. Und es hat dann keinen Sinn, wenn der jetzt 3,50 Meter hoch ist. Deswegen wird die Decke eben eingezogen. Zweites Thema, die Zwischenwände, wie auch hier, das ist ja der Abstellraum. Bedeutet, wie unten, wir blenden euch gerne eine Aufnahme ein, für die, die es noch nicht gesehen haben, der wird erst ganz am Schluss gemacht, wenn das Dach drauf ist. Weil jetzt der Platz genutzt wird dann noch von der Zimmerei bezüglich Dachstuhl aufstellen und so weiter. Genau das gleiche Thema ist es auch hier drinnen. Ihr wisst es ja, hier ist das Badezimmer, da drüben ist das Schlafzimmer und hier kommt, wie am Boden auch eingezeichnet, kann man glaube ich sehen, nochmal hier die Mauer her, bis hierher und dann wieder rüber. Das heißt, dann ist das wieder abgetrennt, aber braucht natürlich super viel Platz. Hier kann man noch alles nutzen, Bühnen aufstellen, Holz lagern, was nicht noch alles, Fetten, Span lagern, was man noch so braucht. Platz ist immer wichtig, von dem her kommt erst später. Wir blenden euch wieder ein, wie es jetzt unten ausschaut, denn es wird genau gleich auch durchgezogen. Hier aber natürlich auch wieder ohne diese verlorene Höhe mit einer eingezogenen Decke, gleiche Höhe wie dann auch unten beim ersten Untergeschoss oder auch beim zweiten Untergeschoss. Eine heftige Aussicht ist, oder? Bist du deppert. Also wie ich da jetzt umgegangen bin im Video, das schaut sowas von arg aus und jetzt haben wir eine Scheißwettersituation, weißt du mal. Stimmt, ja. Also das ist wild, da ist kein Haus mehr im Weg, weißt du mal. Da, wenn du da schaust, wie das geil ist. Du bist auch so weit herum, schau das mal an. Das stimmt schon, ja. Da hast du wirklich das Gefühl, wie wenn du allein da stehst. Und es gibt natürlich wieder weitere Neuigkeiten, denn wir nähern uns natürlich immer mehr den Entscheidungen, die jetzt mit
Interior Design und so zu tun haben. Das, wo natürlich eher meine Leidenschaft liegt, sage ich mal. Zum einen jetzt bezüglich dem Loft-Element. Es hat dann auch mal große Umschwünge gegeben. Ich habe doch die andere Firma jetzt ausgewählt, weil es einfach durch die Nähe für mich einfach entspannter ist, besser ist als die Firma jetzt aus Deutschland, die ich an und für sich gedacht hätte. Aber umso mehr habe ich mir dann noch Gedanken gemacht, dass wir das alles noch ein bisschen auflockern. Das werden jeweils 2,30 Meter hohe Loftelemente, 2 Meter breit. Es werden 2 Flügeltüren, die aber nicht in den Gang reingehen, sondern nur hier rein in den Wohn-Ess-Bereich. Kann man auch verriegeln, das heißt, man könnte das rechte Element verriegeln, da dann reingehen oder beide eben aufmachen, schließen dann mit einem Magneten, schlagen dann oben an. Am Boden ist kein Knopf oder sonstiges, damit das jetzt quasi nochmal stört beim Wischen, Gehen, was auch immer. Und es werden 3 verschiedene Designs werden. Grundsätzlich alles schwarz, aus Aluminium, matt, gebürstet, glaube ich, ist es auch noch, bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall so einen rustikalen Loft-Flair. Und die Sprossensituation wird immer unterschiedlich sein. Ich blende euch da jetzt aber noch nichts ein. Das sparen wir uns auf diesen richtigen Wow-Effekt, wenn es dann da ist. Weitergehend auch, hinter euch. Hier ist die Küche. Die Küchenzeile wird hierher kommen. Auch eine spezielle Situation, weil wir hier eine spezielle Dachschrägengeschichte haben. Ihr seht es hier bei dem Eck, da kommt viel zusammen. Die Wiederkehr, die hier fällt, das Dach, generell das Satteldach, das generell hier fällt, da kommt so ein Knick mehr oder weniger zusammen. Spezielle Situation dann auch für die Küchengestaltung, war auch die Woche bei mir ein großes Thema bezüglich Installationsplan. Heißt, wo kommt der Geschirrspüler hin, wo kommt die Spüle hin, wo brauche ich Licht für den Elektriker dann später, aber jetzt mal vor allem für die Leitungen, für die Installationen, also Installateur, sowohl im Badezimmer als auch hier in der Küche natürlich. Dann, hier wo die Bühne steht, beziehungsweise die beiden Bühnen nach wie vor aufeinander, die wurden gebraucht, damit man hier oben, ihr könnt es gut sehen, bis zum Kamin hochkommt. Es ist auch hier schon die Vorderseite gespachtelt worden, da ist nochmal ein Netz eingespachtelt, damit das alles funktioniert und dann auch ein guter Putzträger ist. Ja, hat auch jetzt schon, soweit ich weiß, die finale Länge. Die Rohre, die oben rausstehen, werden dann auch durch den Dachstuhl rausstehen und dann oben eben wie einen klassischen Kamin abgeschlossen dann später vom Dachdecker. Wiederum kann man jetzt natürlich nicht die Größe vom Wohnzimmer betrachten. Die ist nämlich auch wieder spektakulär. Freue mich da schon sehr auf die Situation, wie wir das lösen werden, denn ich habe eine ganz gute Idee. Ich habe das von einem Einrichter aus Kitzbühel gesehen, bei einer Lösung des Interiors. Finde ich sehr geil. Wir werden nämlich hier eine Altholzvertäfelung an die Wand klatschen, ungefähr bis 2,50 Meter, 2,40 Meter hoch. Dann wird es vorspringen, also Unterkonstruktion und die Altholzkonstruktion. Da wird dann die LED-Leiste eingefräst, damit der Elektriker die einfach nur mehr einlegen kann, an den Ecken löten kann. Und dann strahlt die indirekte Beleuchtung nach oben. Oben wiederum der Abstand von 2,40 Meter, der jetzt, ich würde mal sagen, oder 2,50 Meter ist eh ungefähr da bei dem Unterzug vom Loft-Türenelement. Da drüber hoch wird es dann aufhören mit Altholz, dann geht es drüber auf weißen Putz. Das heißt, die Fläche da oben mit weißer Putz ist kein großer Streifen, aber geht dann wieder über auf den Sichtdachstuhl. Ich wollte eben nicht das bis hochziehen. Und ich glaube, das ist eine sehr coole Lösung und ich möchte kein Bild einblenden, denn wir haben die Copyrights dazu nicht. Wir müssen da ein bisschen aufpassen, aber vielleicht kann ich es euch irgendwie anders verdeutlichen. Ansonsten müsst ihr meiner visuellen Sprache einfach ein bisschen folgen. Ihr werdet es schon hinbekommen. Ja, und hier draußen hat sich eigentlich nichts getan. Ihr seht nach wie vor das Gerüst. Eigentlich ja für die Zimmerei dann, wenn der Dachstuhl aufgestellt wird. Hier mit den Netzen überall, wenn sie vom Dach runterrutschen würden oder irgendetwas runterrutscht, dass das aufgefangen wird. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt noch mal einen Sprung runter, denn es ist jetzt gerade vor einer Stunde, ist es jetzt fast aus, der Elektriker gekommen. Es ist unten schon der große Hauptverteiler, zumindest der Unterkasten gesetzt worden. Da man jetzt ja auch nicht so gut gehen kann, sind sie da drüben irgendwie durchs Fenster vom Aufenthaltsraum durchgekommen. Ja, ich würde sagen, da schauen wir direkt runter. So, damit ihr euch auskennt, wir blenden euch hier den Grundriss ein, wo wir uns jetzt bewegen. Wir stehen jetzt im zweiten Untergeschoss, im Aufenthaltsraum von der Waschküche mehr oder weniger, beziehungsweise vom Haustechnikraum. Der ist genau hier dahinter und das ist eben der eingesetzte Hauptverteiler.
nur mal die Grundschale eingeschäumt. Ihr seht es eingerichtet grundsätzlich, wird dann unten noch angeschlossen mit den jeweiligen Hauptleitungen, die dann das Haus auch versorgen. Der Kasten von Netz Oberösterreich, der wird dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen mal kommen, schätze ich jetzt mal. Und dann können wir das natürlich gleich einziehen, damit man am besten jetzt über die dunkle Jahreszeit auch hier Strom hat im Haus. Also ist natürlich die beste Situation. Richtig cool, dass das heute gemacht worden ist. Ist auch schnell gegangen, muss ich ehrlich sagen. Das gleiche auch von der anderen Seite, da ist es ein bisschen dunkel. Wir blenden euch jetzt einfach einen Clip ein, wie es da von der Seite ausschaut. Aber auch ein wichtiger Aspekt, hier auf der Wand wird eine kleine Teeküche bzw. Kaffeeküche herkommen. Die ist einfach genau von hier bis hier, ist sie breit, ungefähr 60 tief, und da kommt hier an der Stelle noch ein Waschbecken hin, ein Kühlschrank, genau, ein Waschbecken, ein Kühlschrank, Lagerfläche bzw. Besteck, und da kommt dann eben die Kaffeemaschine hin und was nicht noch alles, damit man da entspannt einen Kaffee trinken kann, einen Tee trinken kann, jausen kann. Was. Und hier seht ihr es ist ein traumhafter Ausblick, auch hier unten, also wirklich ein toller Aufenthaltsraum, genau das gleiche, wie man es oben eben in den Wohnzimmern dann genießen kann. Hier im zweiten Untergeschoss in der kleineren Wohnung hat sich grundsätzlich nichts getan. Da ist alles soweit gemacht, alles gespachtelt, die Leibungen sind gespachtelt. Genau das gleiche muss natürlich jetzt auch oben gemacht werden. Hier seht ihr es ist auch hier kein Geländer mehr da. Richtig cool, da kann man sich das schon besser vorstellen, schaut sehr großzügig aus. Aber der richtig wichtige Blick ist hier rüber. Ihr seht es nämlich, da stehen noch ein paar Pfosten. Die wurden ja damals, falls ihr euch erinnern könnt, falls ihr schon so lange hier bei der Baustellendokumentation dabei seid, vom Bagger reingedrückt worden quasi. Und da drauf waren die Container. Und die sind eben mittlerweile weg. Und da schauen wir jetzt mal rüber. Ist schon echt der Wahnsinn, wie viel Fläche da eigentlich noch da ist. So, und genau hier, das ist der Bereich, wo jetzt ursprünglich eben die Überdachung drauf war. Hier war der Poliercontainer, wie ihr sehen könnt, nichts. Hier war der Mannschaftscontainer, wie ihr sehen könnt, nichts. Darunter die beiden anderen Container, nichts mehr da. Schaut jetzt schon echt gewaltig aus, dadurch, dass wir jetzt einfach so weit wegstehen vom Haus. So den ganzen Blick davon. Ich muss ehrlich sagen, das letzte Video hatten wir so ein cooles Titelbild. Das war so der feine Moment von der Lichtstimmung und so. Und jetzt hat man schon fast hier schon den Blick, wie das dann eben zukünftig auch wirken wird. Ein Kommentar ist gekommen, der hat mich auch sehr gefreut. Es schaut wirklich schon aus, wie wenn das Haus in den Hang schon schön verschmilzt, obwohl es noch gar nicht so schön eingebettet worden ist. Weil natürlich die gesamte Landschaftsgestaltung und sowas noch alles fehlt. Aber es passt echt schon super schön rein, finde ich auch persönlich. Es schaut von der oberen Seite doch deutlich zierlicher aus als hier von der Unterseite. Wiederum aber sehr, sehr schön eingesetzt. Wie gesagt, freue mich echt schon auf die weiteren Schritte. Dann auch natürlich auf die finalen Schritte, aber da denke ich am besten noch gar nicht dran, weil es einfach noch in zu weiter Ferne ist. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter und zwar zu den Fragen, die ihr uns gestellt habt. Eine Frage ist gekommen und zwar: Gibt es schon Mietinteressenten? Macht weiter so, ihr seid toll. LG Sandy. Freut uns sehr zu hören. Grüße gehen raus, echt, freut mich sehr. Bezüglich Mietinteressenten ist ganz witzig eigentlich. Es hat sowohl Langzeitmieteanfragen gegeben, Kurzzeitmieteanfragen, als auch Kaufanfragen. Also es kommt schon gut an, sagen wir mal so. Wird natürlich nicht verkauft. Also, by the way, das habe ich dann auch gleich geschrieben. War sehr enttäuscht, aber naja, was soll man machen? Da wird nichts verkauft, liebe Leute. Ja, genau, so ist der Stand der Dinge. An der Stelle auch nochmal ein Wort an unseren Sponsor, die Brandl Baufirma, für das Sponsoring dieser Baudokumentation. Und dann kommen wir schon zur nächsten Frage, nämlich: Habt ihr schon oder wart ihr schon Küche und Bad planen? Ihr habt es ja gehört, alles schon sehr weit geplant, einfach in Bezug auf die Anschlüsse und so, komplett finalisierte Geschichten dann. Das ist noch nicht so weit, vor allem jetzt auch im Thema Bad zum Beispiel, aber es ist schon allein durch die Position von den Dingen im Bad schon sehr final, wenn ihr versteht, was ich meine. Man hatte nicht so viele Möglichkeiten. Man hat die Dusche, man hat die Wasserausläufe dann für den Waschtisch, man hat dann in meinem Fall auch die Sauna. Ja, dann ist eigentlich zusammengeräumt. Dann gibt es nicht mehr so viele Optionen, da liegt wirklich die Liebe dann im Detail. Wir stehen wieder im Wohn-Ess-Bereich, im ersten Untergeschoss, denn es hat zu regnen begonnen. Die letzte Frage bzw. eine Aussage, die noch gekommen ist: Macht weiter so, ich verfolge eure Videos total gerne. Vielen, vielen Dank
für eure Unterstützung, für eure Kommentare, für eure Likes. Wirklich, wir wissen das sehr zu schätzen. An der Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Nächste Woche wird gewaltig viel auch wieder hier auf der Baustelle passieren. Wir werden euch wieder mitnehmen. Unser wöchentliches Update ist ein Fixpunkt. Wir werden das zwingend, egal was passiert, machen. Und wir sehen uns kommenden Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, Baba. Soll ich anfangen? Ja. Okay.